In dem Video möchte ich dir zeigen, wie du deine Webseite für die Suchmaschinen sperrst. Das kann hin und wieder ganz sinnvoll sein und ich werde dir hier auch nur die sinnvollen Fälle aufzeigen. Also der erste sinnvolle Fall ist, wenn du eine ganz neue Webseite erstellst mit WordPress. Das heißt, du brauchst das Ganze ja online vielleicht schon und dann brauchst du vielleicht einfach ein paar Wochen, bis die Seite überhaupt steht. Ja? Wenn du die nicht irgendwo im Background gebaut hast und aufspielen kannst sofort, dann baust du die in der Regel erstmal online. Und in der Zeit soll sie ja noch nicht von Suchmaschinen indexiert werden. Und da ist es ganz wichtig, dass du das Ganze auch so einstellst. Dafür gehst du auf Einstellungen und dann auf Lesen. Da klickst du bitte einmal drauf. Und du siehst, bei mir ist der Haken hier schon gesetzt, weil diese Seite, auf der ich meine Tutorials drehe, da möchte ich auch nicht, dass die von den Google Robots eingelesen wird, denn das macht keinerlei Sinn. Hier sind keine dauerhaften Inhalte, die irgendwie zum Lesen bestimmt sind, sondern die sollen nicht indexiert werden. Und dann setzt du bitte bei dir auch sofort, wirklich direkt nach der Installation, sobald das Ding online ist und du anfängst mit Bauen, ist das quasi der erste Klick, den du machst, dass du das Ganze erstmal für die Suchmaschinen sperrst. Ja? Meistens kann man das sogar schon bei der Installation machen. Je nachdem, bei welchem Hoster du das machst, wirst du vielleicht auch gefragt, ob du das Ganze sperren sollst. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Also, wenn nicht, geh einfach mal hier drauf, Einstellungen lesen und schau, dass hier der Haken ist. Ganz wichtig natürlich, wenn die Seite live geht, dann musst du da rein den Haken rausmachen, damit die Robots dich dann auch indexieren können. Da würde ich aber dann auch nochmal empfehlen, eine Sitemap direkt, wenn du live gehst, nochmal eine Sitemap zu erstellen. Dafür gibt es auch Plugins und die dann bei der Search Console bei Google einzureichen. Dann wirst du wirklich innerhalb weniger Stunden indexiert. Ansonsten kann es einfach wirklich mehrere Wochen bis Monate dauern, bis du indexiert wirst. Ja? Also da muss man dann nochmal ein bisschen aktiv werden. Aber dieser Haken muss auf jeden Fall raus, wenn du live gehst. So, das ist der erste sinnvolle Fall, wo man Seiten sperrt. Viele denken, ja, ich baue jetzt meine Seite um. Ja, deine Seite ist vielleicht schon 2 Jahre im Netz und du willst sie jetzt umbauen. Und dann sagen sie, gut, jetzt soll die mal gesperrt sein für die Suchmaschinen. Das macht wenig Sinn, denn da ist deine Seite schon indexiert worden. Das heißt, es ist nicht so, dass sobald du hier den Haken setzt, alle Seiten aus Google raus sind. Das denken einige. Nein, sondern die wurde ja schon indexiert. Das heißt, die Seiten sind dann auch da. Und wenn du das dann nachträglich sperrst, macht das keinen Sinn in dem Fall. Ja? Also deswegen kann man das nur am Anfang machen, aber zwischendrin macht es wenig Sinn, die Seite dann für Suchmaschinen zu sperren. Du kannst sie dann für Besucher sperren mit einem Plugin, wie zum Beispiel hier mit diesem Seed Pro, aber für die Suchmaschinen macht es nicht Sinn, bereits bestehende Seiten, die schon indexiert sind, nachträglich hier zu sperren. Funktioniert nicht. Aber wo es durchaus Sinn machen kann, manchmal möchte man ja einzelne Seiten sperren, zum Beispiel vielleicht die Datenschutzseite, die muss nicht indexiert werden, ja, solche Seiten, oder wenn du vielleicht eine Freebie-Seite hast, also wo du irgendwie ein Gratis-Ding drauf hast, dann soll die auch nicht indexiert werden, ja. Und wie du das machst, zeige ich dir jetzt. Das machst du nämlich am geschicktesten mit dem Plugin von SEO Yoast. Das sollte sowieso jeder installiert haben, ja. Da reicht auch vollkommen die kostenlose Version. Ich zeige dir das kurz, ich habe das hier schon installiert, Yoast von SEO. Also falls du das noch nie gehört hast, unbedingt anschauen. Da gibt es auch auf dem Blog bei mir oder hier auf YouTube, gibt es überall große Tutorials dazu. Einfach mal angucken. Ich zeige dir jetzt, wie du mit diesem Plugin eine Seite sperren kannst. Dafür muss ich es erstmal aktivieren. So, und jetzt gehe ich erstmal auf die Seite, die ich sperren möchte. Dafür gucke ich mal, was ich denn hier für Seiten habe. Ich habe zum Beispiel eine Datenschutzerklärung. Die möchte ich sperren, da sage ich, die muss ja nicht indexiert werden. Klar, die habe ich auf meiner Webseite, da ist sie natürlich Pflicht, aber die muss nicht von den Suchmaschinen von Google, muss die nicht eingelesen werden. Also gehe ich jetzt hier auf Bearbeiten. So, und jetzt kommen wir mal ein bisschen runter. Die ist jetzt ein bisschen lang. Und das hier ist quasi ja so dieses Snippet, was so von Yoast SEO hinzugefügt wird. Hier könnten wir jetzt die ganzen SEO-Einstellungen machen, die ich mir an dieser Stelle aber spare. Wichtig ist zum Sperren, dass du hier unten auf Erweitert klickst. Und jetzt kann ich sagen, erlaube Suchmaschinen, diese eine Seite in den Suchergebnissen anzuzeigen. Und da kannst du einfach auf Nein stellen.
Dann würde ich hier auch nochmal auf No, wobei das egal ist, hier wird ja eh nicht eingelesen, aber mach einfach alles auf Nein, schaden kann es nicht. Und dann sagst du aktualisieren und dann darf diese Seite nicht eingelesen werden. Das ist natürlich auch wichtig, dass du das immer gleich zu Beginn machst, ja. Wobei du auch einzelne Seiten nachträglich rauslöschen kannst. Also wenn dir das vielleicht bisher unbekannt war und du hast schon irgendwie Seiten in Google indexiert, die du raushaben willst, dann installiere dir das Plugin, sperr diese Seiten und dann kannst du dich bei Google anmelden und kannst dann auch wieder quasi einen Antrag stellen, dass diese einzelnen Seiten gelöscht werden. Das kannst du auch über die Search Console wieder machen bei Google, ja. Und ja, so kannst du eben ganz einfach mit diesem Plugin, ohne in irgendeine Robot.txt zu gehen, wirklich die einzelnen Seiten sperren, wie du möchtest.